Guten Tag zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge von Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein super interessantes Thema für euch. Hallo, ich bin Emilia. Guten Tag an alle unsere Zuhörer. Wir haben heute wirklich ein wichtiges Thema ausgesucht. Es geht um etwas, das fast jeder Deutschlerner kennt. Henry, sollen wir direkt anfangen? Ja, gerne. Also, heute sprechen wir über die größten Fehler beim Hören. Viele Lerner sagen uns immer wieder, ich verstehe nichts, wenn Deutsche miteinander sprechen. Oder im Unterricht verstehe ich alles, aber im echten Leben verstehe ich kein Wort. Kennt ihr das auch? Schreibt es uns in die Kommentare. Genau. Und wisst ihr was? Das ist völlig normal. Aber es gibt bestimmte Fehler, die das Verstehen noch schwieriger machen. Wenn man diese Fehler kennt, kann man viel schneller Fortschritte machen. Ich erinnere mich noch gut an meine Zeit, als ich Englisch gelernt habe. Ich hatte genau die gleichen Probleme. Oh ja, ich auch. Als ich Spanisch gelernt habe, war das Hören am Anfang furchtbar schwer. Aber lass uns über Deutsch sprechen. Emilia, was ist deiner Meinung nach der größte Fehler, den Lerner machen? Also für mich ist der größte Fehler ganz klar. Die Leute versuchen, jedes einzelne Wort zu verstehen. Das ist wirklich ein riesiges Problem. Stell dir vor, du hörst einen Satz wie, der Mann geht jeden Morgen um 7 Uhr in den Supermarkt, um frisches Brot zu kaufen. Und dann bleibt jemand bei dem Wort Supermarkt hängen. Richtig. Und während die Person noch über das Wort Supermarkt nachdenkt, geht der Sprecher schon weiter. Dann verpasst man den Rest des Satzes und am Ende versteht man gar nichts mehr. Das passiert so oft. Ich sehe das ständig bei meinen Schülern. Genau das ist das Problem. Man muss lernen, auch ohne jedes Wort den Sinn zu verstehen. Das nennt man globales Hören. Man hört auf die wichtigen Wörter. Mann, morgen, 7 Uhr, Supermarkt, Brot. Schon hat man die wichtigsten Informationen. Der Rest ist oft nicht so wichtig. Das stimmt absolut. Und hier eine Frage an euch, liebe Zuhörer. Bleibt ihr auch manchmal bei einem Wort hängen und verliert dann den Faden? Das würde mich wirklich interessieren. Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Wir lesen sie alle. Eine gute Übung ist übrigens, hört euch einen kurzen Text an, zum Beispiel eine Nachricht im Radio. Versucht nicht jedes Wort zu verstehen. Konzentriert euch nur auf die Hauptinformation. Worum geht es? Wer macht was? Wo passiert es? Das reicht am Anfang völlig aus. Super Tipp. Jetzt zum zweiten großen Fehler. Viele Leute denken, sie müssen perfekt Deutsch können, bevor sie echte Gespräche hören. Das ist totaler Quatsch. Man lernt eine Sprache nicht im Klassenzimmer allein. Man muss raus in die echte Welt. Man muss echte Menschen hören. Ja, genau. Ich verstehe, dass es am Anfang Angst macht. Deutsche sprechen schnell. Sie verschlucken Wörter. Sie benutzen Dialekte. Aber genau deshalb muss man früh damit anfangen. Je früher, desto besser. Sonst bekommt man einen Schock, wenn man das erste Mal ein echtes Gespräch hört. Ich erinnere mich an eine Studentin aus Japan. Sie hatte 5 Jahre lang Deutsch in der Schule gelernt. Alles war perfekt. Grammatik, Vokabeln, alles. Dann kam sie nach Deutschland. Und sie hat die ersten 3 Monate fast nichts verstanden. Sie war total frustriert. Warum? Weil sie nur Lehrbuchdeutsch gehört hatte. Das ist wirklich traurig, aber es ist eine wichtige Lektion. Man muss von Anfang an auch echtes Deutsch hören. Zum Beispiel deutsche Filme, deutsche Podcasts, deutsche YouTube-Videos. Auch wenn man am Anfang nur 20% versteht. Das ist okay. Mit der Zeit wird es besser. Absolut richtig. Und hier noch ein wichtiger Punkt. Viele Lerner benutzen immer Untertitel. Und zwar Untertitel in ihrer eigenen Sprache. Das ist ein großer Fehler. Wenn man einen deutschen Film mit englischen Untertiteln schaut, lernt man kein Deutsch. Man liest nur Englisch. Oh ja, das stimmt. Untertitel können helfen, aber man muss sie richtig benutzen. Am besten sind deutsche Untertitel. So sieht man, was die Leute sagen und man hört es gleichzeitig. Das Gehirn macht eine Verbindung zwischen dem geschriebenen und dem gesprochenen Wort. Das ist sehr effektiv. Genau. Oder man schaut einen Film 2-mal. Einmal mit Untertiteln, einmal ohne. Beim ersten Mal versteht man die Geschichte. Beim zweiten Mal konzentriert man sich nur auf das Hören. Das ist eine sehr gute Übung. Macht ihr das auch so? Schreibt es uns. Jetzt kommt der dritte große Fehler und der ist vielleicht der wichtigste von allen. Viele Lerner hören nicht aktiv zu, sie lassen die Sprache einfach im Hintergrund laufen, zum Beispiel beim Kochen, beim Putzen, beim Autofahren, aber sie konzentrieren sich nicht wirklich darauf. Das ist ein super wichtiger Punkt, Emilia. Passives Hören hat seinen Platz. Es ist besser, als gar nicht zu hören, aber man lernt viel mehr, wenn man aktiv zuhört. Das heißt, man setzt sich hin, man macht nichts anderes, man konzentriert sich nur auf das Hören. Vielleicht macht man sich Notizen. Richtig, aktives Hören ist anstrengend, man kann das nicht 3 Stunden lang machen.
Aber 20 Minuten aktives Hören sind viel besser als 2 Stunden passives Hören. Man sollte also lieber kurz, aber intensiv üben. Qualität ist wichtiger als Quantität. Und hier ein praktischer Tipp. Macht kleine Übungen. Hört euch einen kurzen Dialog an, vielleicht 2 Minuten, dann stoppt. Überlegt, was haben die Leute gesagt? Schreibt die wichtigsten Punkte auf. Dann hört noch einmal. Habt ihr alles verstanden? Das ist aktives Hören. Super Methode. Ich möchte noch einen 4. Fehler ansprechen. Viele Lerner haben unrealistische Erwartungen. Sie denken, nach 3 Monaten müssen sie alles verstehen. Oder sie vergleichen sich mit anderen Lernern und fühlen sich schlecht, wenn andere schneller sind. Oh ja, das ist ein großes Problem. Jeder Mensch lernt anders. Jeder Mensch braucht unterschiedlich viel Zeit. Manche Leute haben ein gutes Gehör, andere müssen mehr üben. Manche Leute haben viel Zeit, andere nur 1 Stunde pro Woche. Man darf sich nicht vergleichen. Genau, und man muss geduldig sein. Sprachenlernen ist ein Marathon, kein Sprint. Es braucht Zeit, es braucht viele, viele Stunden, aber jede Stunde bringt einen weiter, auch wenn man es nicht sofort merkt. Das Gehirn arbeitet im Hintergrund weiter. Ein gutes Beispiel. Stellt euch vor, ihr pflanzt einen Baum. Am Anfang sieht man nichts. Die Samen sind in der Erde. Man gießt jeden Tag, aber es passiert nichts. Aber unter der Erde wachsen schon die Wurzeln. Und dann, nach ein paar Wochen, kommt der erste kleine Trieb. Genauso ist es beim Sprachenlernen. Was für ein schönes Bild. Und es stimmt wirklich, man muss dranbleiben, man muss regelmäßig üben, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, dass man keine Fortschritte macht. Die Fortschritte kommen, aber manchmal erst später. Habt ihr das auch schon erlebt? Schreibt uns eure Geschichten. Jetzt zum 5. Fehler. Dieser ist auch sehr häufig. Viele Lerner hören nur eine Art von Deutsch. Zum Beispiel nur Nachrichten oder nur Hörbücher oder nur Podcasts für Lerner. Aber echtes Deutsch ist viel vielfältiger. Es gibt verschiedene Situationen, verschiedene Sprecher, verschiedene Themen. Das ist ein super wichtiger Punkt. Man muss verschiedene Dinge hören. Zum Beispiel formelles Deutsch bei Nachrichten, informelles Deutsch bei Gesprächen zwischen Freunden, Deutsch mit verschiedenen Akzenten, Deutsch von jungen Leuten, Deutsch von älteren Leuten. Jede Situation klingt anders. Richtig. Wenn man nur Nachrichten hört, kann man vielleicht die Tagesschau verstehen. Aber dann geht man in ein Café und 2 junge Leute unterhalten sich über ihr Wochenende. Und plötzlich versteht man gar nichts. Warum? Weil die Sprache ganz anders ist. Viel lockerer, viel schneller, mit vielen Füllwörtern. Genau, deshalb ist es so wichtig, verschiedene Materialien zu benutzen. Hört deutsche Musik, schaut deutsche Serien, hört euch Interviews an, schaut Kochvideos. Je mehr Vielfalt, desto besser. So lernt das Gehirn, sich auf verschiedene Situationen einzustellen. Und hier noch ein kleiner Geheimtipp. Hört euch auch Kindersendungen an. Das klingt vielleicht komisch, aber Kindersendungen sind super für Lerner. Die Sprache ist einfach, die Aussprache ist klar und die Themen sind oft interessant. Es gibt zum Beispiel tolle deutsche Kinderpodcasts. Die kann ich wirklich empfehlen. Oh ja, das ist ein toller Tipp. Ich habe damals auch mit Kindersendungen angefangen, als ich Französisch gelernt habe. Es war nicht peinlich, es war hilfreich. Man muss seinen Stolz manchmal beiseite legen und Dinge benutzen, die funktionieren. Das ist viel wichtiger als cool zu sein. Absolut. Okay, der 6. Fehler. Dieser ist vielleicht etwas technischer. Viele Lerner kennen die deutschen Laute nicht gut genug. Sie können bestimmte Laute nicht unterscheiden. Zum Beispiel das lange I und das kurze I. Oder das lange U und das kurze U. Das macht das Verstehen sehr schwer. Das stimmt. Ein Beispiel: bieten und bitten. Das klingt sehr ähnlich, aber die Bedeutung ist total unterschiedlich. Bieten heißt offer, bitten heißt ask. Wenn man den Unterschied nicht hört, kann man Sätze falsch verstehen. Oder ein anderes Beispiel: Ofen und offen. Auch sehr ähnlich, aber völlig verschiedene Bedeutungen. Genau. Deshalb ist es wichtig, am Anfang auch Ausspracheübungen zu machen. Man muss lernen, die deutschen Laute zu hören und zu unterscheiden. Es gibt viele gute Übungen dafür. Man kann zum Beispiel Minimalpaare üben. Das sind Wörter, die sich nur in einem Laut unterscheiden. Eine gute Übung ist auch, man nimmt sich selbst auf. Man spricht einen deutschen Satz, dann hört man sich an. Klingt es wie ein deutscher Muttersprachler? Wahrscheinlich nicht. Aber wo ist der Unterschied? Vielleicht sind die Vokale zu kurz. Oder die Betonung ist falsch. So lernt man besser zu hören. Super Tipp. Und noch etwas. Viele Lerner unterschätzen die Bedeutung von Intonation und Melodie. Deutsch hat eine bestimmte Melodie. Die Stimme geht hoch und runter. Bei Fragen geht die Stimme am Ende hoch. Bei Aussagen geht sie runter. Wenn man das nicht kennt, versteht man manchmal nicht, ob etwas eine Frage oder eine Aussage ist.
Oh ja, das ist wirklich wichtig. Stell dir vor, jemand sagt, du kommst morgen. Mit fallender Intonation ist das eine Aussage. Aber mit steigender Intonation ist es eine Frage. Du kommst morgen. Die Wörter sind gleich, aber die Bedeutung ist anders. Das muss man hören können. Genau. Okay, jetzt zum 7. Fehler. Dieser ist auch sehr verbreitet. Viele Lerner konzentrieren sich nur auf einzelne Wörter. Sie denken, wenn ich alle Wörter kenne, verstehe ich alles. Aber das stimmt nicht. In der gesprochenen Sprache verschmelzen Wörter oft. Sie klingen anders als im Wörterbuch. Das ist ein super wichtiger Punkt. Ein Beispiel. Hast du das gesehen? In normaler Geschwindigkeit klingt das ungefähr so. Hast du das gesehen? Das T in hast verschwindet fast. Das Du wird zu U, das Gesehen wird zu gesehen. Wenn man nur die Wörterbuchform kennt, versteht man das nicht. Richtig. Oder ein anderes Beispiel. Ich habe keine Ahnung. In schnellem Deutsch klingt das oft wie ich habe keine Ahnung oder sogar hab keine Ahnung. Das H am Anfang von habe ist sehr schwach. Das E am Ende verschwindet manchmal ganz. Das ist normale, natürliche Sprache. Deshalb ist es so wichtig, echte Gespräche zu hören. Nicht nur langsame, deutliche Lernermaterialien. Man muss auch hören, wie Deutsche wirklich sprechen. Mit allen Verschleifungen, mit allen Verkürzungen. Das ist die Realität. Das ist das Deutsch auf der Straße. Absolut. Und hier noch eine Frage an unsere Zuhörer. Welche deutschen Wörter oder Sätze sind für euch besonders schwer zu verstehen? Gibt es etwas, das ihr nie verstehen könnt? Schreibt es uns. Vielleicht können wir in einer späteren Folge darüber sprechen. Gute Idee. Okay, der 8. Fehler. Viele Lerner haben Angst vor Dialekten. Sie denken, oh nein, Bayerisch, Schwäbisch, Sächsisch, das ist viel zu schwer. Ich lerne nur Hochdeutsch. Aber dann kommen sie nach Deutschland und sie hören überall verschiedene Akzente. Das kann sehr verwirrend sein. Das stimmt. Aber hier ist die gute Nachricht. Man muss nicht alle Dialekte perfekt verstehen. Man muss nur wissen, dass es sie gibt. Und man sollte keine Panik bekommen, wenn jemand ein bisschen anders spricht. Die meisten Deutschen können auch Hochdeutsch sprechen, wenn man sie darum bittet. Genau, und ehrlich gesagt, auch viele Deutsche verstehen manche Dialekte nicht. Ich komme aus dem Norden und wenn ich in Bayern bin, verstehe ich manchmal auch nicht alles. Das ist völlig normal. Man kann einfach freundlich fragen, kannst du das bitte auf Hochdeutsch sagen? Die meisten Leute sind sehr verständnisvoll. Richtig. Aber trotzdem ist es gut, sich verschiedene Akzente anzuhören, einfach um das Ohr zu trainieren. Man muss nicht alles verstehen, aber das Gehirn lernt flexibel zu sein. Es lernt, dass Deutsch nicht immer gleich klingt. Das ist eine wichtige Fähigkeit. Okay, jetzt zum 9. Fehler. Dieser ist psychologisch. Viele Lerner haben eine negative Einstellung zum Hören. Sie denken, ich bin schlecht im Hören, ich werde das nie können. Das ist eine self-fulfilling prophecy. Wenn man denkt, dass man etwas nicht kann, dann wird man es auch nicht können. Oh ja, das ist so wahr. Die Einstellung ist super wichtig. Man muss positiv denken. Man muss sagen, ich bin noch nicht gut im Hören, aber ich werde besser. Jeder Tag bringt mich weiter. Jede Übung hilft. Das ist eine viel bessere Einstellung. Das motiviert und hilft wirklich beim Lernen. Genau, und man sollte auch seine Erfolge feiern. Viele Lerner konzentrieren sich nur auf das, was sie nicht verstehen. Aber man sollte auch bemerken, was man schon versteht. Heute habe ich 3 neue Wörter verstanden. Heute habe ich eine ganze Szene im Film verstanden. Das sind Erfolge und die sollte man würdigen. Super Punkt. Ich empfehle meinen Schülern immer, ein Hörtagebuch zu führen. Jeden Tag schreibt man auf, was habe ich heute auf Deutsch gehört? Was habe ich verstanden? Nach einem Monat liest man das Tagebuch und man sieht, wow, ich habe wirklich Fortschritte gemacht. Das ist sehr motivierend. Was für eine tolle Idee. Das muss ich mir merken. Okay, der 10. und letzte Fehler. Und dieser ist vielleicht der häufigste von allen. Viele Lerner üben das Hören einfach nicht genug. Sie lernen Grammatik, sie lernen Vokabeln, sie lesen Texte, aber sie hören nur selten. Vielleicht einmal pro Woche. Das ist viel zu wenig. Absolut richtig. Hören ist eine Fähigkeit, genau wie Fahrradfahren oder Schwimmen. Man muss es regelmäßig üben, am besten jeden Tag. Auch wenn es nur 10 Minuten sind. Jeden Tag 10 Minuten sind viel besser als einmal pro Woche 1 Stunde. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Genau. Und das Gute ist, hören kann man überall üben. Im Bus, beim Spazierengehen, beim Sport, beim Kochen. Man braucht keine besonderen Materialien. Man braucht nur Kopfhörer und ein Handy. Es gibt so viele deutsche Podcasts, so viele deutsche YouTube-Videos. Man hat keine Ausreden mehr. Das stimmt. Und hier noch ein letzter Tipp. Macht das Hören zu einer Gewohnheit. Zum Beispiel, jeden Morgen beim Frühstück höre ich 10 Minuten Deutsch. Oder jeden Abend vor dem Schlafen höre ich eine deutsche Geschichte. Wenn es zur Gewohnheit wird, dann macht man es automatisch.
Man muss nicht mehr darüber nachdenken. Super Rät. Okay, liebe Zuhörer, wir haben jetzt 10 große Fehler besprochen. Das waren viele Informationen. Vielleicht seid ihr jetzt ein bisschen überfordert, aber keine Sorge. Ihr müsst nicht alles auf einmal ändern. Sucht euch 1 oder 2 Punkte aus, die für euch besonders wichtig sind. Konzentriert euch darauf. Das ist völlig ausreichend. Genau. Kleine Schritte sind besser als große Sprünge. Wenn ihr zum Beispiel merkt, ich bleibe immer bei einzelnen Wörtern hängen, dann übt globales Hören. Wenn ihr merkt, ich höre nur Podcasts für Lerner, dann probiert auch echtes Deutsch. Jeder kleine Schritt bringt euch weiter. Und denkt daran, Fehler sind normal. Fehler sind sogar gut. Fehler zeigen uns, wo wir noch lernen müssen. Ohne Fehler gibt es kein Lernen. Also habt keine Angst vor Fehlern. Macht sie, lernt daraus und macht weiter. Das ist der beste Weg zum Erfolg. Absolut. Und jetzt möchte ich noch einmal unsere Zuhörer fragen, welcher dieser 10 Fehler ist euer größter Fehler? Womit habt ihr die meisten Probleme? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir sind wirklich neugierig und vielleicht können wir uns gegenseitig helfen und Tipps austauschen. Ja, bitte schreibt uns. Wir lesen alle Kommentare und wenn ihr Fragen habt, stellt sie. Wir versuchen, sie in den nächsten Folgen zu beantworten. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, teilt sie uns mit. Dieser Podcast ist für euch, also wollen wir über Dinge sprechen, die euch wirklich interessieren. Genau. Und vergesst nicht, abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So verpasst ihr keine neuen Folgen. Wir machen jede Woche neue Episoden mit interessanten Themen für Deutschlerner. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, und teilt diese Folge auch mit euren Freunden, die Deutsch lernen. Je mehr Menschen uns hören, desto mehr können wir helfen. Wir möchten, dass so viele Menschen wie möglich Deutsch lernen können. Sprachen verbinden Menschen und das ist wunderschön. So schön gesagt, Emilia. Okay, wir kommen langsam zum Ende dieser Folge. Lass uns noch einmal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Der erste Fehler war, jedes Wort verstehen wollen. Der zweite, nur Lernermaterialien hören. Der dritte, nicht aktiv zuhören. Emilia, kannst du weitermachen? Klar, der 4. Fehler war, unrealistische Erwartungen haben. Der 5., nur eine Art von Deutsch hören. Der 6., die deutschen Laute nicht gut unterscheiden können. Der 7., sich nur auf einzelne Wörter konzentrieren. Der 8., Angst vor Dialekten haben. Der 9., eine negative Einstellung haben. Und der 10., nicht genug üben. Perfekt. Das waren viele Fehler, aber auch viele Lösungen. Das Wichtigste ist, bleibt dran, übt regelmäßig, habt Geduld mit euch selbst und vor allem habt Spaß beim Lernen. Wenn das Lernen Spaß macht, dann bleibt man motiviert. Und Motivation ist der wichtigste Faktor beim Sprachenlernen. Das stimmt 100%. Und wisst ihr was? Ihr macht das schon super. Ihr hört gerade diese Folge. Das heißt, ihr übt schon das Hören. Ihr macht genau das Richtige. Seid stolz auf euch. Jede Minute, die ihr auf Deutsch hört, bringt euch weiter. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Absolut. Weißt du, Emilia, ich möchte noch ein paar praktische Beispiele geben. Ich denke, das hilft unseren Zuhörern wirklich. Lass uns über konkrete Situationen sprechen, wo diese Fehler passieren. Was sagst du? Oh ja, sehr gute Idee. Praktische Beispiele sind immer super. Also wo sollen wir anfangen? Vielleicht mit einer typischen Situation im Alltag, zum Beispiel im Supermarkt oder im Café. Solche Orte kennt jeder. Genau. Nehmen wir den Supermarkt. Stell dir vor, du stehst an der Kasse. Die Kassiererin sagt etwas zu dir, aber sie spricht schnell. Sie sagt vielleicht, haben Sie eine Payback-Karte oder sammeln Sie Punkte? Das sind 2 Fragen auf einmal. Viele Lerner geraten da in Panik. Oh ja, das ist eine klassische Situation. Und weißt du was? Viele Lerner verstehen das Wort Payback nicht. Sie bleiben bei diesem Wort hängen. Sie denken, was ist Payback? Ich kenne dieses Wort nicht. Und während sie nachdenken, spricht die Kassiererin schon weiter. Genau der Fehler, über den wir gesprochen haben. Richtig. Aber was sollte man stattdessen machen? Man sollte auf die Wörter achten, die man kennt. Karte, sammeln, Punkte. Aus diesen Wörtern kann man verstehen, es geht um eine Karte zum Punktesammeln. Auch ohne das Wort Payback zu kennen, versteht man die Hauptidee. Und dann kann man einfach antworten, nein, danke. Perfektes Beispiel. Und hier ist noch ein wichtiger Punkt. Man muss nicht alles verstehen, um zu kommunizieren. Kommunikation ist kein Test. Es geht nicht darum, 100% zu verstehen. Es geht darum, die Hauptinformation zu bekommen und zu reagieren. Das reicht völlig aus. Absolut richtig. Lass uns noch ein Beispiel nehmen. Im Café bestellt jemand einen Kaffee. Der Kellner fragt, möchten Sie den Kaffee hier trinken oder zum Mitnehmen? Auch hier 2 Optionen, eine Frage, aber die wichtigen Wörter sind hier trinken, mitnehmen.
Wenn man diese Wörter versteht, kann man antworten. Genau. Und oft kann man auch aus der Situation verstehen, was gemeint ist. Im Café gibt es nur bestimmte Standardfragen. Was möchten Sie trinken? Hier oder zum Mitnehmen? Bar oder mit Karte? Diese Fragen kommen immer wieder. Wenn man sie ein paar Mal gehört hat, erkennt man sie leichter. Das ist ein super Punkt. Das nennt man Kontext. Der Kontext hilft uns sehr beim Verstehen. Wenn wir in einem Café sind, wissen wir schon ungefähr, welche Fragen kommen können. Das macht das Verstehen viel einfacher. Deshalb sollte man auch verschiedene Situationen üben, um die typischen Fragen und Sätze kennenzulernen. Ja, genau. Und jetzt möchte ich über einen anderen wichtigen Aspekt sprechen. Die Geschwindigkeit. Viele Lerner sagen, Deutsche sprechen so schnell, ich kann nicht mithalten. Aber hier ist ein Geheimnis. Deutsche finden auch, dass andere Deutsche manchmal zu schnell sprechen. Das ist nicht nur ein Problem für Lerner. Oh ja, das stimmt. Ich erinnere mich an meinen Freund aus Berlin. Er redet wirklich sehr schnell. Manchmal muss ich ihn bitten, kannst du das bitte langsamer sagen? Und das ist völlig okay. Man kann immer fragen, können Sie bitte langsamer sprechen? Oder können Sie das wiederholen? Das ist nicht peinlich, das ist normal. Genau. Und die meisten Menschen sind sehr verständnisvoll. Sie wissen, dass du die Sprache lernst. Sie sind oft sogar froh, dass sie helfen können. Also habt keine Angst zu fragen. Das ist viel besser, als so zu tun, als hättet ihr alles verstanden, wenn das nicht stimmt. Richtig. Und hier noch ein praktischer Tipp für das Üben zu Hause. Viele Lerner benutzen YouTube-Videos zum Üben. Das ist super. Aber sie vergessen eine wichtige Funktion. Man kann die Geschwindigkeit ändern. Man kann Videos langsamer abspielen, zum Beispiel mit 0,75 oder 0,5 Geschwindigkeit. Oh, das ist ein toller Tipp. Am Anfang kann man ein Video mit halber Geschwindigkeit hören. Man versteht mehr. Dann hört man es mit normaler Geschwindigkeit. Das ist eine super Übung. Das Gehirn lernt, sich an verschiedene Geschwindigkeiten anzupassen. Und mit der Zeit braucht man die langsame Geschwindigkeit nicht mehr. Genau, aber Vorsicht. Man sollte nicht nur langsame Videos hören. Man muss auch normale Geschwindigkeit üben. Sonst bekommt man einen Schock, wenn man echte Deutsche hört. Es ist wie beim Sport. Man muss auch manchmal aus der Komfortzone raus. Das ist anstrengend, aber so wird man besser. Absolut! Und jetzt möchte ich über ein Thema sprechen, das viele Lerner vergessen. Die Pausen. In der gesprochenen Sprache gibt es Pausen. Diese Pausen sind sehr wichtig. Sie zeigen uns, wo ein Gedanke endet und ein neuer anfängt. Aber viele Lerner achten nicht auf die Pausen. Oh ja, super Punkt. Die Pausen helfen uns zu verstehen. Wenn jemand sagt, ich gehe heute Nachmittag Pause in die Stadt, Pause und kaufe ein paar Sachen Pause, vielleicht ein neues Buch Pause oder eine Jacke. Die Pausen zeigen uns die Struktur des Satzes. Sie machen das Verstehen viel einfacher. Genau. Und noch etwas. In den Pausen kann unser Gehirn die Information verarbeiten. Wenn jemand ohne Pausen spricht, ist es sehr schwer zu folgen. Aber mit Pausen haben wir Zeit zum Nachdenken. Deshalb ist es auch wichtig, selbst Pausen zu machen, wenn man Deutsch spricht. Das hilft nicht nur den Zuhörern, das hilft auch uns selbst. Richtig. Lass uns jetzt über ein anderes wichtiges Thema sprechen. Füllwörter. Deutsche benutzen viele Füllwörter. Zum Beispiel, also, naja, halt eben, irgendwie, eigentlich. Diese Wörter haben oft keine große Bedeutung. Sie sind nur kleine Pausen zum Nachdenken. Aber Lerner denken oft, oh nein, ich muss ja diese Wörter verstehen. Oh ja, Füllwörter, das ist ein super wichtiges Thema. Füllwörter kann man oft ignorieren. Sie sind nicht wichtig für die Hauptbedeutung. Zum Beispiel, ich bin halt müde. Das ist dasselbe wie ich bin müde. Das Wort halt fügt nichts Wichtiges hinzu. Es ist nur ein Füllwort. Genau. Ein anderes Beispiel. Naja, ich weiß nicht so richtig. Also, ich denke, das ist eigentlich ganz gut, oder? In diesem Satz sind fast alle Wörter Füllwörter. Die wichtige Information ist nur, ich denke, das ist gut. Der Rest ist nur drumherum. Wenn man das weiß, wird das Verstehen viel einfacher. Sehr gutes Beispiel. Und hier ist noch ein Tipp. Man sollte diese Füllwörter trotzdem lernen. Warum? Weil sie die Sprache natürlich klingen lassen. Wenn man selbst diese Wörter benutzt, klingt man mehr wie ein Muttersprachler. Man muss sie nicht beim Hören analysieren, aber man sollte sie kennen. Absolut. Okay, jetzt möchte ich über etwas sprechen, das vielen Lernern Probleme macht. Umgangssprachliche Ausdrücke. In normalen Gesprächen benutzen Deutsche viele umgangssprachliche Wörter und Phrasen. Diese findet man nicht immer im Lehrbuch. Zum Beispiel, das ist krass oder ich hab keinen Bock oder das nervt total. Oh ja, Umgangssprache ist wirklich schwierig. Diese Ausdrücke ändern sich auch ständig. Junge Leute benutzen andere Wörter als ältere Leute. Und in verschiedenen Regionen gibt es verschiedene Ausdrücke. Das kann sehr verwirrend sein, aber es ist auch interessant.
Es zeigt, wie lebendig die Sprache ist. Richtig. Und hier ist mein Rat. Wenn ihr einen umgangssprachlichen Ausdruck nicht versteht, ist das okay. Fragt nach. Die meisten Leute erklären gerne, was sie meinen, und oft lernt man so die interessantesten Dinge über die deutsche Sprache. Ich liebe es, wenn meine Schüler nach solchen Ausdrücken fragen. Ja, ich auch. Und weißt du was? Es macht auch Spaß, diese Ausdrücke zu lernen. Es ist wie ein Geheimcode. Wenn man sie benutzt, fühlt man sich mehr wie ein Insider. Man gehört zur Gruppe dazu. Das ist ein tolles Gefühl. Also habt keine Angst vor Umgangssprache, lernt sie und benutzt sie. Super gesagt. Jetzt möchte ich noch über ein technisches Thema sprechen. Die Satzmelodie. Wir haben das kurz erwähnt, aber es ist so wichtig, dass wir mehr darüber reden sollten. Die deutsche Satzmelodie ist anders als in vielen anderen Sprachen. Wenn man sie nicht kennt, kann man Sätze falsch verstehen. Oh ja, die Satzmelodie. Das ist wirklich fundamental. Ein Beispiel, der Satz „Du hast das gemacht" kann verschiedene Bedeutungen haben, je nach Melodie. Mit neutraler Melodie ist es eine einfache Feststellung. Mit betontem das ist es ein Vorwurf. Du hast das gemacht? Mit fragender Melodie, du hast das gemacht? Gleiche Wörter, verschiedene Bedeutungen. Perfektes Beispiel. Und noch etwas. Im Deutschen betonen wir oft das wichtigste Wort im Satz. Dieses Wort ist lauter und höher. Zum Beispiel, ich fahre morgen nach Berlin. Das Wichtigste ist morgen. Oder ich fahre morgen nach Berlin. Jetzt ist Berlin das Wichtigste. Die Betonung zeigt uns, was neu oder wichtig ist. Genau, und das ist super wichtig beim Verstehen. Wenn man auf die Betonung achtet, versteht man besser, was der Sprecher ausdrücken will. Wo liegt die Information? Was ist wichtig? Die Betonung zeigt es uns. Deshalb sollte man beim Üben auch auf die Melodie und Betonung achten, nicht nur auf die Wörter. Absolut. Und jetzt noch ein Thema, das oft übersehen wird. Hintergrundgeräusche. In echten Situationen gibt es immer Geräusche. Im Café läuft Musik. Auf der Straße fahren Autos. Im Zug unterhalten sich andere Leute. Das macht das Verstehen viel schwieriger, aber man kann das auch üben. Oh ja, guter Punkt. Viele Lerner üben nur in perfekter Stille. Kopfhörer auf, Tür zu, alles ruhig. Aber die echte Welt ist nicht ruhig. Deshalb sollte man manchmal auch mit Hintergrundgeräuschen üben. Das trainiert das Gehirn, sich auf die wichtige Information zu konzentrieren und andere Geräusche zu ignorieren. Genau. Eine gute Übung ist, man hört sich ein deutsches Video oder einen Podcast an, aber man macht gleichzeitig etwas anderes. Zum Beispiel man kocht oder man räumt auf. So ist es wie in einer echten Situation. Es ist schwieriger, aber realistischer. Und das Gehirn lernt sich zu konzentrieren. Super Übung, aber Vorsicht, das ist für Fortgeschrittene. Am Anfang sollte man in Ruhe üben. Erst wenn man schon ein gutes Niveau hat, kann man mit Ablenkungen üben. Sonst ist es zu frustrierend. Man muss immer auf dem richtigen Niveau üben, nicht zu leicht und nicht zu schwer. Absolut richtig. Und das bringt mich zu einem wichtigen Punkt. Man muss das richtige Material für sein Niveau finden. Viele Lerner wählen Material, das viel zu schwer ist. Sie denken, wenn ich schwieriges Material höre, lerne ich schneller. Aber das stimmt nicht. Wenn etwas zu schwer ist, lernt man gar nichts. Man ist nur frustriert. Oh ja, das ist so wichtig. Das richtige Niveau ist entscheidend. Eine gute Regel ist, man sollte ungefähr 70-80% verstehen. Wenn man weniger versteht, ist es zu schwer. Wenn man mehr versteht, ist es vielleicht zu leicht. 70-80% ist perfekt. Da lernt man am meisten. Genau. Und wie findet man heraus, ob etwas das richtige Niveau hat? Ganz einfach. Man hört sich ein paar Minuten an. Wenn man völlig verloren ist, ist es zu schwer. Wenn man gelangweilt ist es zu leicht. Wenn man interessiert ist und die meisten Dinge versteht, aber nicht alles, dann ist es perfekt. Super Erklärung. Und noch etwas. Das Niveau kann sich ändern. Manchmal versteht man mehr, manchmal weniger. Das hängt von vielen Faktoren ab. Wie müde bin ich? Wie konzentriert bin ich? Wie interessant ist das Thema? Das ist völlig normal. Man sollte sich nicht schlecht fühlen, wenn man an einem Tag weniger versteht als sonst. Absolut. Okay, jetzt möchte ich über ein Thema sprechen, das besonders für visuelle Lerner wichtig ist. Videos mit Bildern. Viele Lerner hören nur Audio, zum Beispiel Podcasts. Aber Videos mit Bildern können sehr hilfreich sein. Warum? Weil die Bilder zusätzliche Informationen geben. Sie helfen beim Verstehen. Oh ja, das stimmt. Wenn man jemanden sprechen sieht, kann man die Lippenbewegungen sehen. Man kann die Gestik und Mimik sehen. Das alles hilft beim Verstehen. Besonders am Anfang ist das super hilfreich. Später kann man dann zu reinem Audio übergehen. Aber am Anfang sind Videos oft besser. Genau. Und noch ein Vorteil von Videos. Man sieht den Kontext. Wenn jemand über Kochen spricht und man sieht die Küche, versteht man mehr.
Wenn jemand über Reisen spricht und man sieht die Landschaft, wird alles klarer. Die visuelle Information unterstützt die auditive Information. Das ist sehr effektiv. Absolut, aber man sollte auch reine Audioübungen machen. Warum? Weil im echten Leben manchmal die visuelle Information fehlt. Zum Beispiel am Telefon oder im Radio oder wenn man mit jemandem spricht, während man Auto fährt. Man muss beide Arten üben, mit und ohne Bild. Super Punkt. Und jetzt möchte ich unsere Zuhörer direkt ansprechen. Habt ihr lieber Videos oder Audio zum Üben? Was findet ihr einfacher? Was gefällt euch besser? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich bin wirklich neugierig, was ihr bevorzugt. Es gibt kein richtig oder falsch, es ist nur eine Präferenz. Ja, bitte schreibt uns. Und noch eine Frage. Welches Material benutzt ihr zum Üben? Podcasts, YouTube-Videos, Netflix, Hörbücher? Es gibt so viele Möglichkeiten heute. Wir würden gerne wissen, was bei euch am besten funktioniert. Vielleicht können wir auch Empfehlungen austauschen. Gute Idee. Apropos Empfehlungen, lass uns ein paar konkrete Ressourcen nennen. Für Anfänger empfehle ich Easy German auf YouTube. Das ist ein Kanal speziell für Deutschlerner. Die Videos sind interessant und haben deutsche Untertitel. Perfekt für Anfänger. Was würdest du empfehlen, Emilia? Easy German ist wirklich super. Ich würde auch die Tagesschau in einfacher Sprache empfehlen. Das sind echte Nachrichten, aber in sehr einfachem Deutsch. So lernt man über aktuelle Themen und übt gleichzeitig das Hören. Und für Fortgeschrittene, normale deutsche Podcasts über Themen, die einen interessieren. Das ist das Beste. Absolut. Und hier ist noch ein wichtiger Tipp. Wählt Themen, die euch wirklich interessieren. Wenn ihr Fußball liebt, hört deutsche Fußball-Podcasts. Wenn ihr Kochen liebt, schaut deutsche Kochshows. Die Motivation ist viel höher, wenn das Thema interessant ist. Und wenn man motiviert ist, lernt man besser. So wahr, Interesse ist der beste Lehrer. Ich habe so viel Englisch gelernt, weil ich amerikanische Serien geliebt habe. Ich wollte wissen, was passiert, deshalb habe ich zugehört, auch wenn es schwer war. Die Neugier hat mich weitergebracht. Das ist viel stärker als jeder Zwang. Genau. Und jetzt noch ein letzter wichtiger Punkt, die Wiederholung. Viele Lerner hören jedes Video nur einmal, aber Wiederholung ist so wichtig. Beim ersten Mal versteht man vielleicht 60%, beim zweiten Mal 70%, beim dritten Mal 80%. Jedes Mal lernt man etwas Neues. Oh ja, Wiederholung ist fundamental. Und es ist nicht langweilig, wie viele denken. Es ist eigentlich sehr befriedigend. Man merkt, beim ersten Mal habe ich dieses Wort nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es. Das ist ein tolles Gefühl. Man sieht seinen eigenen Fortschritt. Das motiviert sehr. Absolut. Und hier ist eine konkrete Übung. Nimm ein kurzes Video, 3 bis 5 Minuten, höre es jeden Tag für eine Woche. Jeden Tag wirst du mehr verstehen. Am Ende der Woche kennst du das Video fast auswendig, aber das ist gut. Dein Gehirn hat die Strukturen und Wörter gelernt. Das ist effektives Lernen. Super Übung. Ich würde auch empfehlen, macht euch Notizen. Beim ersten Mal schreibt die Hauptidee auf, beim zweiten Mal schreibt neue Wörter auf, beim dritten Mal schreibt interessante Ausdrücke auf. So hat man nicht nur Hörübung, sondern auch Schreibübung. Und man hat ein Vokabelheft mit Kontext. Wunderbare Idee. Vokabeln mit Kontext lernen ist so viel besser als einzelne Wörter. Wenn man ein Wort in einem Satz hört, mit einer Geschichte, mit Emotionen, dann bleibt es viel besser im Gedächtnis. Deshalb ist Hören so eine effektive Lernmethode. Es ist nicht nur für die Ohren, es ist für das ganze Gehirn. Absolut. Und bevor wir uns verabschieden, noch eine letzte Frage. Wie viel habt ihr von dieser Folge verstanden? 50%? 70%? 90%? Schreibt es uns. Das würde uns wirklich interessieren. Und denkt daran, auch wenn ihr nicht alles verstanden habt, ist das okay. Mit der Zeit wird es immer besser. Ja, genau. Und wenn ihr diese Folge noch einmal hören möchtet, macht das. Beim zweiten Mal versteht man immer mehr. Beim dritten Mal noch mehr. Es gibt keine Grenze, wie oft man etwas hören kann. Nutzt diese Folge als Übung. Hört sie so oft, wie ihr wollt. Super Idee. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt wirklich am Ende dieser Folge angekommen. Es ist jetzt Nachmittag hier in Deutschland, also sagen wir schönen restlichen Tag noch. Wir hoffen, ihr habt viel gelernt heute. Bis zur nächsten Folge. Ja, tschüss zusammen. Macht es gut, übt fleißig. Und vergesst nicht, Fehler sind eure Freunde beim Lernen. Habt keine Angst. Wir hören uns bald wieder. Bis bald bei Dankecast Deutsch. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.